Dieses mildwürzige Mung Dal könnt ihr easy unter der Woche kochen. Die einfache Zubereitung ist perfekt für Kochanfänger und vielbeschäftigte. Hi zu Lucky Recipes! Heute kochen wir die beliebteste Dalsorte aus Indien, nämlich Mung Dal. Der Vorteil von Mung Dal ist, es ist eine recht kleine Dalsorte, die kann man auch ohne Einweichen relativ schnell gar bekommen, also ziemlich praktisch für Rezepte unter der Woche. Mung Dal hat einen nussig süßen Geschmack und wird in der ayurvedischen Küche sehr geschätzt, weil sie im Allgemeinen gut vertragen wird. Dal wird trocken geerntet und verpackt, ohne zuvor gewaschen zu werden, deshalb solltet ihr das Waschen übernehmen, um Rückstände zu entfernen. Macht es am besten direkt im Topf statt im Sieb, das ist effizienter und spart Wasser. Mit den Fingern lässt sich ganz einfach prüfen, wie viel Wasser benötigt wird. Liegt das Wasser ca. 2 cm über dem Dal, seid ihr erstmal safe. Beim Kochen bildet sich Schaum. Den schöpfe ich ein wenig ab, weil er leicht seifig schmeckt. Danach lasse ich das Dal etwa 30 Minuten köcheln. Dieses Dal war übrigens eines unserer ersten Rezepte, die wir auf Lucky Recipes veröffentlicht haben. Jetzt wollten wir es nochmal verbessern und in besserer Qualität drehen. Uns würde mal interessieren, wie lange seid ihr schon bei Lucky Recipes dabei? Schon seit Anfang an oder erst seit ein paar Wochen? Schreibt es uns unten gerne in die Kommentare. In der anderen Pfanne bereiten wir die Geschmacksgrundlage mit Tomaten und den Gewürzen zu. Erst die getrocknete Chili und das Lorbeerblattblumen. Die Chili soll dabei ruhig schwarz werden. Das verleiht dem Dal ein dezentes Raucharoma. Dann könnt ihr den Kreuzkümmel und die gehackte Zwiebeln hinzufügen und braten. Die Gewürze für dieses Dal sind übrigens auch ein super Starter-Kit, wenn ihr gerade erst mit der indischen Küche anfangt. Damit könnt ihr schon viele tolle Gerichte aus unserem Kanal nachkochen. Anschließend geben wir Ingwerpaste, Kurkuma, Korianderpulver, ein bisschen Garam Masala und die Tomaten in die Pfanne. Gegebenenfalls gebt ihr einen Schuss Wasser dazu, damit es in der Pfanne nicht zu trocken wird. Die Tomaten sollten zerfallen und ihr wartet, bis das Öl aus der Seite tritt und die Masse schön glänzt. Dann hat die Gewürzgrundlage ihr Aroma gut entfaltet. Ich koche das Ganze ja heute auf dem Herd mit 2 Töpfen. Normalerweise würde ich das mittlerweile in unserem Instant Pot kochen. Wenn ihr auch einen Schnellgarer zu Hause habt, dann macht ihr die Gewürzgrundlage direkt in eurem Schnellgarer und gebt erst dann die Mungbohnen dazu, ungekocht. Und dann dauert das Ganze nur 15 Minuten. Dabei spart ihr Energie und einen Topf. Mittlerweile sollte euer Mung Dal durch sein. Mung Dal hat die Eigenschaft anzudicken, deshalb schaut, ob ihr noch Wasser nachgeben wollt. Ich verquirle das Dal nochmal leicht für eine bessere Textur. Glatt gerührt werden soll es aber nicht, sonst schaut es aus wie eine Suppe. Zum Schluss gebe ich die Gewürzgrundlage über die gegarten Mungbohnen und lasse sie 2 Minuten mitköcheln, damit sich die Aromen vermischen. Schaut vor dem Servieren, ob es noch ein bisschen mehr Salz braucht. Dieses Dal ist ein perfektes Comfort-Food, das eure gesamte Familie lieben wird, denn es ist nicht zu stark gewürzt. Den aromatischen, wärmenden Gewürzen zusammen mit dem sämigen Dal kann jedenfalls keiner widerstehen. Mit frischem Koriander bestreuen und mit Reis genießen. Wir hoffen, wir haben euch dazu inspiriert, diese Woche wieder Dal zu kochen. Lasst es euch schmecken und bis zum nächsten Video. Tschüss! Lecker! Lecker!